Hallo? Hallo Claudia nochmal. Hallo. Hallo Claudia. Hallo, Olga. Hallo. Ja, wir sind heute aus dem Kristallkongress im Süden Deutschlands zurückgekommen und haben uns noch nicht so richtig ausruhen können, weil doch sehr viel wartet. Übermorgen fliegen wir wieder nach Spanien und ja, deswegen ist das alles sehr hektisch. Ich entschuldige mich, dass wir es einmal verschieben mussten und dass ich das jetzt gerade auch ein bisschen aus den Augen verloren habe. Überhaupt kein Problem. Vielen Dank, dass ihr trotz all den Reisen noch Zeit habt. Ja, erinnere mich doch bitte nochmal, wie kamen wir dazu? Wieso habe ich das vorgeschlagen? Welches Interesse hast du daran? Dann kann ich das Olga sagen und dann haben wir schon einen Einstieg. Ähm, Genau, meine Frage war, ich war ja am Sonntag dabei, als es um die Reinigung ging, und ich habe jetzt angefangen mit der Leberreinigung, und meine Frage war, ob ich, ebenso wie ich Olga verstanden hatte, müsste man zuerst wirklich die Leber reinigen, und erst wenn die sauber ist, dann macht es Sinn, anzufangen mit dem Lichtnahrungsprozess. Und dann okay. hattest du das irgendwie zurückgeschrieben, dass das nicht ganz so sei, und das wieder am besten Olga dazu nochmal fragen soll. Ja, genau. Она участвовала в воскресенье на открытом диалоге, и там и у нас было много говорили о чистке печени, и она начала чистить печень, и у нее появился вопрос, потому что ты сказала, что заниматься переходом на претарианство надо только после полное очищение печени, и вот вопрос возник, надо ли до конца ждать. Дело в том, что у нас тут слово переход разное понятие приобрет. Ja, die Sache ist die, dass der Begriff des Übergangs selbst, also der Begriff Übergang, ja, viele Bedeutungen hier gerade annimmt. То есть вот тот подготовительный, я переходом называю подготовительный период. Als Übergang bezeichnet Olga die Vorbereitungsphase. То есть он одновременно является и переходом, и изменением, то есть тем временем, когда организм приспосабливается к вегетарианству. Das bedeutet, das ist der Übergang und die Umstellung, die Gewöhnung des Körpers an die Lichtnahrung. И когда организм приспособился, то можно уже просто не употреблять ничего. Und wenn der Organismus sich angewöhnt hat, sich umgestellt hat, kann man das auch komplett alles davon weggehen. И я предполагаю, что такой вопрос возник, потому что сегодня люди думают, что вегетарианство это голодание. Und diese Frage ist vielleicht deswegen entstanden, weil die Menschen glauben, dass Lichtnahrung was mit Hungern zu tun hat. И то, что вот эти все посылы, которые там Джас Мухин делала или какие-то другие люди, то, что там неделю голодали, 10 дней голодали, то есть, что это связано с голодом. Und das hatte ja noch bei Jasmuchin angefangen, als die Menschen dann eine Woche lang gefastet haben oder gehungert haben oder noch länger. К тому же нужно учитывать, что на момент, когда я начала заниматься чистками, у меня было онкологическое заболевание. Zudem muss noch gesagt werden, dass als Olga mit den Reinigungen angefangen hat, hatte sie eine onkologische Krankheit, also sie hatte eine onkologische Diagnose. И, соответственно, у меня организм был более, зашлакованный, грязный, чем у обычного человека. Und dementsprechend war der Körper auch eher zugestellt mit Sachen, die da nicht hingehören. Поэтому мне понадобилось так много чистки. Deswegen hat Olga diese große Anzahl an Leberreinigungen gemacht. И совершенно не обязательно, что, например, у Клауди займет это тоже 35 чисток, может быть, ей достаточно будет 5, 6, 7. Und es ist noch lange kein Fakt, dass bei Ihnen diese Übergangsphase so lange Zeit nehmen wird, sondern stattdessen kann es vielleicht 5 oder 6 oder 7 Mal brauchen. И вот как раз этот подготовительный период или переход, он и покажет время
когда можно уже просто вообще не кушать и пить только воду. Und diese Übergangsphase, also die Vorbereitungsphase oder der Übergang, wie Olga das jetzt nennt, wird gerade zeigen, wie lange, welche Schritte bereits gemacht sind, welche Schritte noch zu machen sind, wie weit der Körper ist auf dem Weg der Umstellung. Но что самое главное, то, что я хочу все время объяснить, Und das Wichtigste, was Olga immer versucht zu erklären, что если вы, например, перестали кушать и употреблять соки или ну, что-то там, какие-то сладкие напитки и чай, например, с медом. dass wenn sie aufhören, feste Nahrung zu sich zu nehmen und zur Flüssignahrung überzugehen, zu süßen Säften oder zu Tee mit Honig, И перестали кушать, и у вас организм начинает чего-то требовать, und der Organismus, der Körper fragt dann nach etwas падает вес, und das Gewicht fällt, то это значит, что вы его насилуете, и еще требуется дополнительные действия. das bedeutet, dass noch zusätzliche Handlungen erfolgen müssen, weil der Körper braucht noch etwas. Da er nach etwas fragt, ist er irgendwo noch im Ungleichgewicht. То есть бритарианство как раз характеризуется тем, что организм просто сам отказывается. Lichtnahrung ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass der Körper von sich aus selbst sagt, dass er kein Interesse daran hat. Но так как это мало кто понимает, Dieses Verständnis haben aber die wenigsten. и людям навязываются какие-то вот такие рамки голоданий, Stattdessen wird aber eher davon immer gesprochen, von irgendwelchen Schubladen des Fastens. то люди потом сталкиваются с проблемами, с кожей, с состояниями, с эмоциональными чувствами. Dementsprechend unerwartet konfrontiert fühlen sich dann die Menschen oder sehen sich die Menschen dann Problemen konfrontiert wie unangenehmen Gefühlen und ja, körperlichen Erscheinungen. А мой подготовительный период как раз и предполагает то, что организм просто скажет «я не хочу». Und die Übergangsphase, die Vorbereitungsphase oder der Übergang, den Olga halt eben anbietet, bereitet den Körper sozusagen auch auf diesen Übergang vor. Also stellt alles an den richtigen Platz, damit es funktionieren kann. А все вот такие эмоциональные и физиологические сбои можно будет скорректировать именно в это время, ну, то есть во время подготовки. Und alle emotionalen und psychologischen Ungleichgewichte sollten auch in dieser Zeit berücksichtigt werden. Super. Ist, Ja, vielen Dank. Das heißt, dann würde das Sinn machen, am 16. April an diesem Webinar bereits teilzunehmen? Большое спасибо. То есть это было бы осмысленно 16-го поучаствовать в вебинаре. Уже. Да, пожалуйста. Ja, bitte, in jedem Fall. Also Super. Auch ohne Ich habe jetzt angefangen mit der Vorbereitung für eine Leberreinigung und ich mache morgen die erste. Also, ich bin schon in der Vorbereitung. Она уже начала подготавливаться к чистке печени, и завтра будет первая. А вы до этого раньше никогда не делали чистки? Haben Sie vorher irgendwelche Reinigungen gemacht? Ja, ich habe jetzt seit 2 Tagen nur noch mit Saft gefastet und Darmreinigung gemacht mit Gastritis Fistula. Она последние 2, aber davor keine anderen. Also nichts anderes davor. Davor, Bevor. welche anderen, also früher schon? Haben Sie früher irgendwelche anderen Reinigungs gemacht? Ich habe die Leberreinigung schon mal vor 3 Jahren gemacht. Ich habe sie da, glaube ich, nur 3-mal gemacht und dann habe ich aufgehört. Dann habe ich gefastet, habe ich noch nie wirklich geschafft, aber ich bin Rohkost seit 14, 17 Jahren ungefähr. Wow. Aber ich habe lange Zeit 90% gemacht und seit 7 Jahren oder seit 8 Jahren ungefähr habe ich meinen Mann kennengelernt und bin dann runter
auf nur noch etwa 60% Rohkost und habe ein riesen Durcheinander in meinem Körper. Ich habe sehr viel zugenommen, ich habe immer Hunger und immer Blähung, also deshalb also ich muss das ich vertrage keine Nahrung mehr, aber habe Hunger, also es ist ein Durcheinander. Окей. Ich übersetze kurz. Entschuldigung, ja. Она лет 17 на сыроедение была процентов на 90. Последние 7 лет, когда она познакомилась с мужем, она перешла на 60% сыроедения примерно. И у нее начались некоторые осложнения, например, ее пучит, и постоянно хочется есть, и другие еще моменты. И она делала 3 чистки 3 года назад, 3 чистки печени. Ну, на самом деле, я думаю, что эти вот неприятности легко, быстро справятся, потому что стаж хороший, опыт хороший. Da Sie diese Erfahrung schon gemacht haben, glaubt Olga, dass diese Ungleichgewichte sehr schnell wieder korrigiert werden können und dass Sie doch sehr viel auch bereits gemacht haben. А есть ли какие-то проблемы с весом? Gab es denn irgendwelche Probleme mit Gewicht? Ja, ich habe also früher war ich immer schlank und jetzt habe ich 30 Kilo zugenommen. Ich bin dann auch meinen Mann kennengelernt, Geburt von meinem zweiten Kind und seitdem habe ich 30 Kilo Übergewicht. Она набрала 30 килограмм после того, как она познакомилась с мужем. То есть чуть-чуть вареной пищи, да? Да. Und den Prozess, den ich bei gemacht habe, den 8-Tages-Prozess, also ging relativ schön, aber als ich nach Hause gekommen bin, am nächsten Tag schon habe ich wieder angefangen zu essen, weil auch vom Psychologischen, das war klar, das geht so nicht für mich. Она сделала и тоже процесс прошла 8 дней, но было очень красиво, но когда она вернулась домой, она поняла, что психологически это нельзя, не может она выносить, и начала есть. Хорошо, а что оказалось тяжелым? Psychologisch. Ну, я поняла, что именно? Können Sie genauer sagen, was schwer gefallen ist? Also welche Umstände haben das? Ja, verschiedene Faktoren. Als ich zurückgekommen bin, bin ich einfach in die ganze Hektik wieder gekommen. Und das war wie beim Autofahren, einen neuen Gang. Und das ging wie nicht. Also oft benutze ich Essen als Puffer, um Emotionen zu puffern oder Stress zu puffern. Ja. Und das war ein Grund. Und ein anderer Grund war auch, wobei ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch von Parasiten. Also dann wirklich, wenn ich wirklich Hunger bekomme, oder sobald emotionaler Stress da war, habe ich total Hunger bekommen. С одной стороны, это социальные обстоятельства, то есть просто стало, как будто она снова села за руль машины, и там надо было реагировать. И, может быть, она где-то едой погасает сложные моменты, чтобы выровняться. И, может быть, но она не знает, может быть, это как-то связано с паразитом, потому что когда она под стрессом, всегда очень сильно хочется есть. В принципе, просто не вы первая мне говорите о том, что после были проблемы. Я хочу уточнить, вы проходили 8-дневный курс? Die Sache ist die, dass Sie nicht die Erste sind, die zu Olga gehen und von dieser Erfahrung berichten. Nur um das genauer klarzustellen, das war ein 8-tägiger Kurs. Ja, ganz genau, 8 Tage. 8 дней. Это 3 дня, там 1 день, по-моему, фрукты, потом 3 дня сухого и что-то 3 дня соки, да, я правильно помню? Ist das korrekt, dass der erste Tag ist auf Säften, dann 3 Tage sind trocken und die nächsten 3 oder 4 Tage sind wieder auf Säften? Genau, außer dass der Anfang Früchte ist. Also Früchte, aber genau 3 Tage trocken und nachher verdünnte Säfte, nochmal 3 Tage, genau. 3 дня сухие, потом 3 дня в фруктах, потом 3 дня сухих и 3 дня на разбавленных соках. Ну да, то, что я сказала. Окей. Хорошо, я поняла. А вам не дали никаких рекомендаций? Wurden Ihnen dann keine Rekommendationen nachher mitgegeben?
atmen täglich, das tiefe Atmen. Hat ja diese 3 Atemtechniken, die kennt ihr wahrscheinlich auch, durch die Nase, Nase, Mund und nur durch den Mund, um die Energie zu bekommen. Дыхательные техники они посоветовали дышать, глубоко дышать, может, там, знаешь, через нос, потом через нос рот, и потом еще как-то по-другому, то есть глубоко дышать. Знаешь? Ну, он не может. Okay, ja, bitte. Хорошо. Aber ich habe einfach gedacht, das ist zu stressig, die Situation. Und ich müsste einfach mehr Zeit haben zu meditieren. Und deshalb hat es nicht geklappt. Но она просто поняла, что ситуация слишком напряженная, и надо больше времени для медитации, и у нее это как бы не Ну, вы сработало. знаете, я считаю, что, ну, то есть по моему опыту это все такое, как бы, какое слово подобрать? Я не хочу подобрать слово. Ну, дилетантство. Nach Olgas Sicht der Dinge ist das beste Wort, was sie dazu wählen kann, dilettantisch. Потому что это физиологические процессы, и вообще бритарианство, оно не настолько связано с какими-то дыханиями, медитациями или еще чем-то. Weil Lichtnahrung ist an sich sehr physiologisch und es ist nicht in erster Linie verbunden mit Atmung und Meditation. У меня вон собака на бритарианстве, ни разу не медитировала. Olgas Hund ist auf dem Lichtnahrungsprozess und hat noch nie meditiert. Ja, das ist perfekt. Ja. Ja, das gefällt mir so am Ansatz von ihr. Deshalb bin ich so interessiert, das nochmal zu probieren, weil der andere Weg, das war ziemlich klar, dass das für mich nicht funktioniert. Macht es Sinn, muss ich vorher noch Pranic Breathing machen? Oder macht es Sinn, dass ich gerade mit Lichtnahrung beginne? Oder? Wenn ihr Hauptinteresse Lichtnahrung ist, dann brauchen Sie nichts anderes zu nehmen. Das alles unterstützt einander natürlich irgendwie, aber in erster Linie sind diese 3 unterschiedliche Kurse zusammen ergeben sie halt eben das System der Unsterblichkeit. Insofern, wenn Sie in diese Richtung nicht gehen wollen, jetzt gerade zumindest nicht, dann ist Lichtnahrung auf dieser eine Kurs komplett ausreichend. Danach sind wir im Prinzip danach sind wir ständig für Sie erreichbar für alle Fragen, die auftauchen und Momente. Das bedeutet, Sie werden eine Methodik bekommen, Schritt für Schritt, und wir bitten Sie, die dann anzuwenden. Und Sie werden Resultate bekommen, die wir dann auch halt vorhersagen. Und das sind ganz logische Resultate, daran ist nichts Außergewöhnliches. Und je nachdem, dann können wir Erfahrungen teilen oder Resultate einfach teilen oder wenn eben Fragen auftauchen, die zusammen lösen. Und zudem machen wir auch gerne eine Gruppe online, so eine geschlossene Gesellschaft bei Facebook, wo dann auch die Menschen untereinander, die diese Methodik eben praktizieren, sich helfen können. Weil es gibt im Prinzip, so sagt es Olga selbst, ich habe noch nicht diese Erfahrung, aber deswegen wiederhole ich das einfach, dass die Fragen sich ja eigentlich wiederholen, wenn das, es ist sozusagen, der Weg ist bei allen der gleiche, nur die Probleme sind individuell. Nur haben eben so viele Menschen bereits diese Methodik ausprobiert, dass sehr viele Fragen und Momente bereits eine Lösung gefunden haben. Und das haben wir halt auch. Genau. Perfekt. Ja, ich bin sowieso interessiert, alles zu machen, aber dann macht es am meisten Sinn, dann fange ich mit Lichtnahrung an. Lichtnahrung hat auch den Vorteil, dass es den Menschen also reinigt natürlich und den Körper reinigt, aber es macht einen auch sehr sensitiv. Und mit dieser Sensitivität kann man dann diese Umstellung sehr viel feiner nachverfolgen in der pranischen Atmung und in der Erleuchtung und was dann alles noch hinausgeht. Das ist dann einfach alles sehr viel, also deutlicher und man nimmt sehr viel deutlicher wahr, was gut für einen ist und was nicht und das bringt auf jeden Fall Vorteile.